Hallo, willkommen zum Deutschen Hörverständnis-Konversations-Podcast. Ich bin Matteo. Und ich bin Sophia. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wirklich schön. Und falls ihr zum ersten Mal hier seid, herzlich willkommen in unserer kleinen Deutschlernfamilie. Hier sprechen wir echtes Deutsch mit echten Geschichten. Und heute mit sehr echten Gefühlen. Ja, heute wird es sehr persönlich. Heute reden wir über etwas, das wirklich jeden Menschen bewegt. Tief bewegt. Matteo, ich möchte euch heute etwas fragen. Etwas, das ich noch nie so direkt in diesem Podcast gefragt habe. Was denn? Was ist es, Matteo? Glaubst du, dass man Liebe in einer Fremdsprache wirklich fühlen kann, wirklich ausdrücken kann? Das ist eine sehr tiefe Frage. Ich meine, wenn man sagt, ich liebe dich auf Deutsch, fühlt es sich anders an als in der Muttersprache? Ich denke, ja und nein. Und genau das ist das Schöne daran. Und genau darüber reden wir heute. Liebe und Beziehungen auf Deutsch. Wie beschreibt man Gefühle für jemanden? Wie spricht man über den Partner, über das Verliebtsein, über Beziehungen auf Deutsch? Und nicht nur Vokabeln. Wir erzählen echte Geschichten. Über Lars und mich, über Matthäus Erfahrungen, über die Momente, die wirklich zählen. Und über die Momente, die manchmal kompliziert sind. Definitiv kompliziert. Das ist die Wahrheit. Also, bleibt dran. Es wird romantisch, es wird ehrlich und vielleicht ein bisschen sentimental. Definitiv sentimental. Das verspreche ich euch schon jetzt. Sophia, fangen wir direkt an. Wie hast du Lars kennengelernt? Erzähl uns die Geschichte. Ganz langsam. Von Anfang an. Die ganze Geschichte. Okay. Also, es war vor etwa 6 Jahren. Ich war noch in Barcelona. Ich hatte gerade meinen Job als Grafikdesignerin angefangen und ein Freund hatte eine Party organisiert. Eine Party. Klassisch. Sehr klassisch. Und ich wollte eigentlich gar nicht hingehen. Ich war müde. Ich hatte eine schwierige Woche hinter mir. Ich wollte einfach zu Hause bleiben. Aber du bist gegangen. Meine Freundin Laura hat mich überredet. Sie hat gesagt, Sophia, komm einfach. 2 Stunden. Wenn's dir nicht gefällt, gehen wir wieder. Und ich dachte, okay, 2 Stunden. Und dann? Was ist passiert? Und dann bin ich reingekommen in diese kleine Wohnung. Musik, Leute, Lachen überall. Und ich habe Lars gesehen. Er stand in einer Ecke mit einem Buch in der Hand. Mit einem Buch auf einer Party. Mit einem Buch auf einer Party. Und ich dachte, wer liest denn auf einer Party? Das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Und gleichzeitig dachte ich, das ist interessant. Das ist jemand, der sich nicht verstellt, der einfach er selbst ist. Auch auf einer Party. Das sagt wirklich viel über einen Menschen. Ja, und ich bin zu ihm gegangen. Einfach so, ohne nachzudenken. Und ich habe gesagt, was liest du? Direkt. Kein Smalltalk, keine Einleitung, direkt zur Frage. Ich war neugierig. Und er hat aufgeschaut, so ein bisschen überrascht, und hat mir das Buch gezeigt. Es war ein deutsches Buch über Architektur. Ein deutsches Buch über Architektur auf einer Party in Barcelona? Ja, und ich habe gesagt, du bist nicht von hier, oder? Und er hat auf Spanisch geantwortet, mit starkem Akzent. Nein, ich bin aus Deutschland. Und da war es. Der erste Moment. Und da war es. Wir haben dann 3 Stunden geredet. Auf Spanisch, auf Englisch, ein bisschen auf Deutsch. Er hat mir deutsche Wörter beigebracht. Ich habe ihm spanische Ausdrücke erklärt. Sprachenlernen als Flirtstrategie. Die beste Flirtstrategie der Welt. Und als ich nach Hause gegangen bin, um 3 Uhr morgens, hatte ich seine Nummer und ein Herzklopfen. Herzklopfen. Das schöne Herzklopfen am Anfang. Das schönste Gefühl der Welt. Wirklich. Und dann? Was ist dann passiert? Also, ich erinnere mich genau. Es war ein ganz normaler Abend. Wir saßen zusammen in seiner kleinen Wohnung in Barcelona. Er war damals noch dort für die Arbeit und wir haben einfach zusammen gekocht. Nichts Besonderes. Kein Restaurant, keine Kerzen. Ein normaler Abend. Ganz normal. Ein ganz normaler Abend. Er hat Zwiebeln geschnitten und geweint dabei. Weil Zwiebeln das eben so machen. Die Zwiebeln. Ja, und er sah so unglaublich albern aus. Mit Tränen wegen der Zwiebeln. Und ich habe ihn angeschaut und gedacht, ich möchte immer neben diesem Menschen stehen. In jedem normalen, albernen Moment. Das ist der Moment. Nicht der romantische Sonnenuntergang, sondern die Zwiebeln. Die Zwiebeln.
Lars findet die Geschichte sehr romantisch, wenn ich sie erzähle. Und gleichzeitig ein bisschen komisch. Wegen der Zwiebeln natürlich. Immer wegen der Zwiebeln. Aber es stimmt, der Moment war so echt, so ungeplant, so wahr. Das ist eigentlich das Schönste. Die ungeplanten Momente. Und du, Matteo, erzähl uns. Du redest immer über andere, aber was ist mit dir? Haha, jetzt komme ich dran. Ja, jetzt bist du dran. Bist du verliebt? Warst du verliebt? Was ist deine Geschichte? Also, ich erzähle euch von einer Beziehung. Einer wichtigen Beziehung. Sie hieß Valentina. Valentina, die du deiner weinenden Tante vorgestellt hast. Genau die von meiner Tante Rossana fast erdrückt wurde. Und was ist mit Valentina passiert? Also, Valentina und ich waren 2 Jahre zusammen. 2 wirklich schöne Jahre. Sie kommt aus Rom, also auch Italienerin. Wir haben uns in Berlin kennengelernt. Bei einem Deutschkurs tatsächlich. Bei einem Deutschkurs? Du hast jemanden beim Deutschlernen kennengelernt? Beim Deutschkurs. Wir haben beide Deutsch gelernt. Sie saß neben mir und sie hat mich bei jeder Aufgabe korrigiert. Sie hat dich ständig korrigiert. Ständig. Ich habe etwas gesagt, falsch. Sie hat leise geflüstert, das heißt nicht so, das heißt so. Und ich war erst genervt und dann fasziniert. Von der Korrektur fasziniert. Von ihrer Art fasziniert. Sie war so präzise, so direkt, aber gleichzeitig so warmherzig. Das ist eine sehr seltene Kombination. Ja, Direktheit und Wärme zusammen, das ist wirklich selten und sehr schön. Und wir waren gut zusammen. Wir haben viel gelacht, wir haben Berlin zusammen entdeckt. Aber dann, nach 2 Jahren, hat Valentina eine große Chance bekommen. Eine tolle Stelle in Mailand. Ach so. Und wir haben geredet. Lange geredet. Was machen wir jetzt? Geht einer mit? Machen wir eine Fernbeziehung? Das ist so schwer, diese Entscheidung. Ja, wirklich schwer. Und wir haben entschieden, wir versuchen es. Eine Fernbeziehung. Mailand und Berlin. Wir haben es 8 Monate versucht. Und dann? Und dann haben wir gemerkt, es ist zu schwer. Für uns beide. Wir lieben uns, aber wir können so nicht leben. Jeder in seiner Stadt, jeder mit seinem Leben. Das tut mir leid, Matteo. Es ist okay, wirklich. Es war traurig, aber auch richtig. Manchmal ist das Ende einer Beziehung nicht das Ende von Liebe. Manchmal ist es einfach das Ende dieser Geschichte. Das Ende dieser Geschichte. Ja, das ist schön gesagt. Also, das bedeutet, jede Beziehung hat ihre Zeit. Und manchmal ist es mutig, loszulassen, auch wenn man liebt. Ja, und das braucht wirklich Mut, loszulassen, obwohl man liebt. Und Valentina und ich, wir haben noch Kontakt. Wir schreiben uns manchmal. Nicht als Paar, aber als Menschen, die sich kennen und respektieren. Das ist schön. Das zeigt Reife. Echte Reife. Okay, lass uns über die Sprache reden. Wie sagt man auf Deutsch Dinge über Liebe und Beziehungen? Was sind die wichtigsten Ausdrücke? Ja, also fangen wir mit dem Wichtigsten an. Dem Unterschied zwischen verliebt sein und jemanden lieben. Ja, das ist so wichtig auf Deutsch. Verliebt sein, das ist der Anfang. Dieses intensive, aufregende, manchmal überwältigende Gefühl. Das Herzklopfen, die Schmetterlinge im Bauch. Und jemanden lieben, das ist tiefer, ruhiger, beständiger. Man kennt die Person wirklich, mit allen Stärken und Schwächen. Also das bedeutet einfach, verliebt sein ist wie Feuer. Heiß, hell, intensiv. Und jemanden lieben ist wie Wärme. Beständig, tief, verlässlich. Beides ist schön, aber es ist anders. Das ist ein sehr schöner Vergleich. Feuer und Wärme. Ich habe meine poetischen Momente. Sehr selten, aber wenn sie kommen, sind sie wirklich gut. Danke sehr. Und dann wichtige Ausdrücke. Ich bin verliebt. Das bedeutet, ich habe gerade dieses intensive Gefühl für jemanden. Oder ich habe jemanden kennengelernt. Das ist eine neutrale Aussage. Man hat jemanden getroffen. Man weiß noch nicht, wohin es führt. Und dann, wir sind zusammen. Das bedeutet, wir sind ein Paar. Wir sind in einer Beziehung. Oder er ist mein Freund. Sie ist meine Freundin. Aber Achtung, auf Deutsch kann Freund auch einfach nur Freund bedeuten, nicht unbedingt Partner. Das ist eine sehr wichtige Unterscheidung. Sehr wichtig. Also wenn man sagt, das ist mein Freund Jonas. Jonas könnte ein normaler Freund sein oder der Partner. Man muss aus dem Kontext verstehen. Ja, deswegen sagen viele Menschen auch mein Partner oder meine Partnerin. Das ist eindeutiger, klarer, keine Verwechslung möglich. Und wenn man verheiratet ist, mein Mann oder meine Frau, das ist sehr klar. Und dann gibt es, wir sind verlobt. Das bedeutet, man hat sich entschieden zu heiraten. Man hat Ja gesagt. Aber die Hochzeit ist noch nicht gewesen.
Verlobt sein, das ist so eine schöne Phase. Man weiß, ich möchte mit dir leben, für immer. Und gleichzeitig gibt es noch diese Zeit der Vorfreude. Sophia, wie hat Lars dich gefragt? Die Verlobungsfrage. Oh, das ist eine gute Frage und eine sehr lustige Geschichte. Erzähl, sofort. Also, Lars wollte es romantisch machen. Wirklich sehr romantisch. Er hat alles geplant. Ein schönes Restaurant in Berlin reserviert, Kerzen, Blumen, alles vorbereitet. Klassisch romantisch. Perfekt geplant. Sehr klassisch. Und ich, dummerweise, hatte an diesem Abend einen sehr schlechten Tag. Ein Projekt bei der Arbeit war schiefgelaufen. Ich kam nach Hause und sagte zu Lars: Ich bin so müde. Können wir einfach Pizza bestellen und zu Hause bleiben? Oh nein. Ja, und Lars mit seinem gebuchten Restaurant, mit seinem perfekten Plan stand da und er hat kurz überlegt, sehr kurz. Und dann hat er gesagt, ja, Pizza ist gut. Er hat den ganzen Plan aufgegeben? Er hat den Plan aufgegeben, das Restaurant abgesagt, wir haben Pizza bestellt, wir haben zu Hause auf dem Sofa gesessen, ich in meiner alten Jogginghose, In der Jogginghose. in der ältesten, bequemsten Jogginghose. Und wir haben Pizza gegessen. Und dann, mitten beim Essen, hat Lars plötzlich aufgehört zu essen, hat mich angeschaut, lange angeschaut und hat gesagt, Sophia, ich möchte dich etwas fragen. Mit Pizza in der Hand. Mit Pizza in der Hand. Und er hat den Ring aus seiner Tasche geholt. Er hatte ihn die ganze Zeit dabei und hat gefragt, willst du mich heiraten? Oh, Sophia. Und ich war so überrascht, mit meiner Pizza in der Hand. Ich habe die Pizza sehr langsam hingelegt, Die Pizza zuerst. Prioritäten. Prioritäten. Und dann habe ich Ja gesagt. Natürlich habe ich Ja gesagt. Das ist so wunderschön. Nicht das geplante Restaurant, sondern das Sofa, die Jogginghose, die Pizza. Ja, und das ist für mich die schönste Version von Liebe. Nicht das Perfekte, sondern das Echte. Das Echte. Ja, das ist alles. Und Lars hat später gesagt, ich wollte dich in deinem echten Moment fragen, nicht in einem gespielten, perfekten Moment. Das ist wirklich ein kluger Mann. Er hat seine Momente. Selten, aber wenn sie kommen. Das klingt bekannt. Wie du, genau wie du. Okay, lass uns weiter über die Sprache reden. Wie sagt man auf Deutsch, ich liebe dich? Also, ich liebe dich. Das ist der direkte Ausdruck. 3 Wörter. Sehr direkt, sehr klar. Ich liebe dich. Und interessant, auf Deutsch sagt man ich liebe dich oft etwas seltener als zum Beispiel auf Englisch I love you. Es ist kein Satz, den man leichtfertig sagt. Ja, das stimmt. Auf Deutsch hat ich liebe dich ein sehr hohes Gewicht. Man sagt es, wenn man es wirklich meint, wenn man wirklich sicher ist. In Spanien sagen wir te quiero, das ist eine weichere Form. Und dann te amo, das ist intensiver. Auf Deutsch gibt es diese Abstufung nicht so direkt. Aber man hat andere Wege, Zuneigung zu zeigen. Zum Beispiel, ich mag dich sehr. Das ist weniger intensiv als Liebe, aber sehr herzlich. Oder du bedeutest mir viel. Das ist ein sehr tiefer Satz. Du bedeutest mir viel. Du hast Bedeutung in meinem Leben. Du bist wichtig für mich. Oder ich denke oft an dich. Das zeigt, jemand ist in den Gedanken. Man trägt diese Person in sich. Und dann, ich vermisse dich. Oder noch direkter, du fehlst mir. Das kennen wir schon. Wenn jemand nicht da ist, man vermisst ihn. Man fühlt sein Fehlen. Also, das bedeutet, du fehlst mir ist sehr persönlich. Noch persönlicher als ich vermisse dich. Du speziell fehlst mir. Du bist nicht da und ich fühle das. Lars hat mir das zum ersten Mal gesagt, ganz leise, nach unserer ersten Woche getrennt, am Ende eines Telefonats. Einfach, du fehlst mir, Sophia. Und was hast du gefühlt? Ich habe aufgehört zu atmen für einen Moment, weil es so einfach war, so ehrlich. Keine große Erklärung, kein langer Satz. Einfach, du fehlst mir. Manchmal sind die einfachsten Sätze die tiefsten. Immer die einfachsten Sätze. Okay, lass uns über Kosenamen reden, weil die sind wirklich interessant auf Deutsch. Kosenamen, ja, die liebevollen Spitznamen für den Partner. Also, der Klassiker Schatz. Das Wort Schatz bedeutet eigentlich etwas Kostbares, etwas Wertvolles, wie Gold oder Silber. Und man sagt es zu seiner geliebten Person. Du bist mein Schatz. Du bist wertvoll für mich. Schatz ist wirklich sehr verbreitet. Man hört es überall. In der U-Bahn, im Café. Schatz, was möchtest du? Und dann Liebling. Das kommt von lieb, also von Liebe. Mein Liebling. Sehr herzlich, sehr warm.
Du bist mein Liebster, meine Liebste. Und dann gibt es Maus oder Mäuschen. Das ist ein liebevoller Name, meistens für die Partnerin. Maus, als ob man eine Maus liebt. Auf Deutsch ist Maus niedlich. Es ist keine Beleidigung, es ist Zuneigung. Lars nennt mich manchmal so und am Anfang dachte ich, warum nennt er mich eine Maus? Und jetzt? Jetzt finde ich es süß, wirklich süß. Also, die wichtigsten Kosenamen auf Deutsch. Schatz, Liebling, Maus oder Mausi, Bär oder Bärchen, das ist meistens für den Mann, groß und kuschelig wie ein Bär, und manchmal einfach nur Süßer oder Süße, von süß, wie eine Süßigkeit. Ja, und jeder erfindet manchmal seinen eigenen persönlichen Kosenamen. Etwas ganz Besonderes, das nur zwischen zwei Menschen existiert. Habt ihr einen persönlichen Kosenamen, du und Lars? Das bleibt privat. Natürlich, das verstehe ich. Okay, und jetzt wichtige Sätze in einer Beziehung. Sätze, die man wirklich braucht, im Alltag. Also, positive Sätze zuerst. Du machst mich glücklich. Das ist so ein schöner Satz. Direkt, klar, herzlich. Du machst mich glücklich. Oder, ich bin froh, dass es dich gibt. Das ist intensiver. Man sagt, deine Existenz macht mein Leben besser. Ich bin dankbar, dass du existierst. Das ist wirklich schön. Ich bin froh, dass es dich gibt. Lars hat mir das einmal gesagt. Ganz spontan, ohne besonderen Anlass. Lars hat das zu dir gesagt? Warte, ich meine, Valentina hat das zu mir gesagt. Entschuldigung, ich habe eure Geschichten vermischt. Du hast meine Geschichte übernommen. Manchmal verschwimmt alles. Aber ja, Valentina hat das gesagt. Und es war wirklich ein schöner Moment. Die spontanen Sätze, ohne Anlass, die sind oft die bedeutsamsten. Und dann, ich bin für dich da. Das ist so wichtig. Man sagt, ich gehe nicht weg, egal was passiert. Ich bin da. Immer. Und dann die schwierigeren Sätze, die man auch braucht. Wir müssen reden. Wir müssen reden. 4 Wörter, die das Herz schneller schlagen lassen. In jeder Sprache. In jeder Sprache. Deutsch, Spanisch, Englisch. Wir müssen reden ist universal angsteinflößend. Angsteinflößend. Das bedeutet einfach, es macht Angst. Es löst Angst aus. Wenn man Wir müssen reden hört, bekommt man Herzklopfen. Aus Angst. Ja, und dann, ich fühle mich unverstanden. Das ist ein wichtiger Satz. Man teilt ein Gefühl mit. Man sagt, du verstehst mich nicht. Und das tut weh. Unverstanden. Das bedeutet nicht verstanden. Man fühlt, dass der andere einen nicht wirklich sieht, nicht wirklich hört. Das ist ein einsames Gefühl. Auch in einer Beziehung. Ja, und ich glaube, wenn man das sagen kann, auf Deutsch, dann ist das schon sehr mutig, weil man spricht über das, was innen ist. Und dann, können wir darüber reden? Das ist eine Einladung. Sanft, höflich. Man will reden, aber man gibt dem anderen die Wahl. Das ist respektvoll. Man fragt, bist du bereit? Können wir das zusammen ansehen? Zusammen. Das ist vielleicht das wichtigste Wort in einer Beziehung. Zusammen. Zusammen. Ja. Sophia, ich möchte über etwas reden, das viele Menschen kennen. Nämlich, wie ist es in interkulturellen Beziehungen zu sein? Du aus Spanien, Lars aus Deutschland. Das muss manchmal wirklich interessant sein. Interessant ist ein sehr diplomatisches Wort. Was wäre ein ehrlicheres Wort? Abenteuerlich. Es ist abenteuerlich, weil wir manchmal so verschieden denken. Nicht nur wegen der Persönlichkeit, sondern wegen der Kultur. Kannst du ein Beispiel geben? Also feiern. Geburtstag zum Beispiel. In Spanien feiert man laut. Man lädt viele Menschen ein, man isst viel, man tanzt, man macht Musik bis spät in die Nacht. Das kenne ich aus Italien. Sehr ähnlich. Und Lars möchte an seinem Geburtstag eine ruhige Wanderung machen, mit vielleicht 2 Freunden. Eine Wanderung am Geburtstag. Eine Wanderung. Und am Anfang, oh mein Gott, ich dachte, er ist traurig. Ich dachte, er hat keine Freunde. Ich war wirklich besorgt. Und er war einfach Lars. Er war einfach Lars. Er liebt ruhige Geburtstage. Für ihn ist das schön. Und ich musste lernen, das ist nicht falsch. Das ist anders. Das ist sein Weg. Sein persönlicher Weg. Und jetzt? Wie feiert ihr Geburtstag nach dem Kompromiss? Kompromiss. Er macht morgens seine Wanderung, mit mir jetzt, weil ich die Gummistiefel habe, und abends machen wir ein kleines Dinner mit Freunden. Spanische Tapas natürlich. Die Tapas kommen immer. Die Tapas kommen immer.
Und alle sind glücklich. Er hat seine Ruhe, ich habe mein Essen und Feiern. Das ist so ein schönes Beispiel. Kompromiss ist nicht einer gewinnt, einer verliert. Kompromiss ist, beide geben etwas und beide bekommen etwas. Ja, und das gilt für alle Beziehungen. Man muss lernen zu geben und zu nehmen, das Gleichgewicht zu finden. Gleichgewicht. Das bedeutet eine Balance. Wenn beide gleich viel geben und nehmen, ist es im Gleichgewicht. Ist es stabil. Und noch etwas Wichtiges bei interkulturellen Beziehungen, die Kommunikation. Ja, Kommunikation, das ist immer das Thema. Also, in Spanien redet man viel. Man zeigt Emotionen sofort. Wenn etwas stört, man sagt es. Manchmal laut, manchmal mit Händen und Gesten. Das kenne ich aus Italien. Sehr, sehr ähnlich. Und Lars, er ist sehr ruhig. Wenn etwas ihn stört, er denkt erst. Er verarbeitet. Er kommt dann nach Stunden und sagt, ich habe nachgedacht. Und Nach Stunden. Stunden. Und ich am Anfang, ich dachte, er ist wütend auf mich. Er redet nicht mit mir. Was ist los? Und er hat nur nachgedacht. Ruhig, systematisch. Er hat einfach nachgedacht. Und ich musste lernen, das ist nicht Kälte. Das ist seine Art. Er denkt nach, bevor er spricht. Das ist eigentlich sehr gut. Und das ist auch etwas für unsere Zuhörer. In jeder Beziehung, man muss die andere Person verstehen, nicht durch die eigene Brille sehen. Durch die eigene Brille sehen, das bedeutet, man bewertet den anderen nach den eigenen Maßstäben, nach den eigenen Regeln. Aber jeder Mensch ist anders. Man muss lernen, durch die Brille des anderen zu schauen. Durch seine Brille schauen, das ist Empathie. Das ist echtes Verständnis. Okay, lass uns eine kleine Übung machen, für alle Zuhörer. Ja, was für eine Übung. Also, ich nenne eine Situation und wir zeigen, wie man auf Deutsch natürlich darüber spricht. Langsam, klar, damit ihr wirklich zuhören und lernen könnt. Super, los geht's. Spielerisch, langsam. Situation 1. Du hast jemanden kennengelernt. Du magst diese Person sehr. Du möchtest deine Gefühle beschreiben. Also, ich habe jemanden kennengelernt. Jemanden Besonderen. Ich weiß noch nicht genau, was es ist, aber ich denke oft an ihn. Wenn ich ihn sehe, fühle ich mich besser, leichter, als ob alles ein bisschen schöner wird. Ich glaube, ich bin verliebt. Perfekt. Habt ihr gehört? Ich denke oft an ihn. Ich fühle mich leichter. Ich glaube, ich bin verliebt. Sehr natürlich, sehr ehrlich. Und leichter fühlen, das bedeutet, man fühlt sich weniger schwer, weniger belastet, als ob jemand eine Last wegnimmt. Man fühlt sich frei. Spielerisch. Situation 2. Du möchtest deinem Partner sagen, wie wichtig er dir ist, ohne zu sagen, ich liebe dich, auf eine andere, persönliche Art. Also, ich weiß manchmal nicht, wie ich es in Worte fassen kann, aber ich merke, wenn du da bist, ist alles irgendwie besser. Wenn du lachst, lache ich auch. Wenn du traurig bist, möchte ich bei dir sein. Du bist ein Teil von meinem Leben geworden, ohne dass ich es wirklich gemerkt habe. Und ich bin so froh, dass du da bist. Bewegt. Das ist wirklich sehr schön, Matteo. Manchmal fließen die Wörter einfach. Manchmal fließen sie wirklich. Und habt ihr gehört? Keine komplizierten Wörter, keine perfekte Grammatik, einfache, ehrliche Sätze. Das ist echtes Deutsch, das Deutsch des Herzens. Und in Worte fassen, das bedeutet etwas in Worte ausdrücken. Manchmal ist ein Gefühl so groß, dass man es schwer in Worte fassen kann. Ja, und das ist auch okay. Manchmal reicht ein Blick, eine Geste, ein einfaches Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Das ist vielleicht der schönste Satz. 3 Worte. So einfach, so kraftvoll. Nur warum dieser Satz, Matteo? Weil er nicht nur Liebe bedeutet, er bedeutet Anwesenheit, Verlässlichkeit. Man sagt, ich bin hier, ich gehe nicht weg. Egal was passiert, ich bin bei dir. Das ist mehr als Liebe. Das ist Versprechen. Das ist wirklich sehr schön, Matteo.
Und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste in einer Beziehung. Nicht die großen romantischen Gesten, sondern dieses einfache, beständige Ich bin bei dir. Ja, das ist alles, was man braucht. Manchmal bleibt einem nur zu sagen, ich liebe dich, aber es ist oft mehr. Sophia, was ist das Schönste an einer Beziehung? Das Schönste, das du erlebt hast? Das Schönste. Also, es ist nicht ein bestimmter Moment. Es ist eher ein Gefühl. Das Gefühl, ich muss nicht perfekt sein. Ich darf müde sein. Ich darf traurig sein. Ich darf falsch liegen. Und er ist trotzdem da. Das ist Sicherheit, emotionale Sicherheit. Ja, das Wissen, dieser Mensch sieht mich wirklich. Mit allem. Und bleibt trotzdem. Das ist größer als Schmetterlinge im Bauch. Größer als Herzklopfen. Emotionale Sicherheit, das bedeutet einfach, man fühlt sich sicher mit dem anderen. Man muss keine Maske tragen. Man kann ganz man selbst sein. Ohne Angst, ohne Verstellen. Und das ist das Größte. Wirklich das Größte. Und ich glaube, das ist auch das, worauf man hofft, in jeder Beziehung. Dieses Ankommen, diese Sicherheit. Ankommen, das ist so ein schönes Wort. Als ob man lange gereist wäre und dann endlich ankommt, zu Hause ist. Liebe als Zuhause, das ist vielleicht die schönste Definition von Liebe. Liebe als Zuhause. Ja, das stimmt wirklich. Okay, wir sind wieder sehr tief geworden. Wir können nicht anders bei diesem Thema. Nein, Liebe und Tiefe, die gehören einfach zusammen. Aber das ist auch gut. Das ist echt. Und echtes Deutsch, das klingt so. Okay, lass uns zusammenfassen. Was haben wir heute gelernt? Ganz langsam, ganz klar. Erstens, der wichtige Unterschied. Verliebtsein ist intensiv und aufregend, wie Feuer. Jemanden lieben ist tief und beständig, wie Wärme. Beides ist wunderschön, aber es ist anders. Zweitens, wichtige Ausdrücke der Liebe. Ich liebe dich. Ich mag dich sehr. Du bedeutest mir viel. Ich vermisse dich. Du fehlst mir. Ich bin bei dir. Ich bin froh, dass es dich gibt. Drittens, Kosenamen auf Deutsch. Schatz, du bist wertvoll wie ein Schatz. Liebling von Liebe. Maus oder Mäusi, niedlich und herzlich. Bär oder Bärchen, groß und kuschelig. Süßer oder Süße, von süß. Viertens, wichtige Sätze in einer Beziehung. Du machst mich glücklich. Ich bin für dich da. Wir müssen reden. Ich fühle mich unverstanden. Können wir darüber reden? Und fünftens, das Wichtigste heute. Liebe auf Deutsch auszudrücken braucht keine perfekten Wörter. Es braucht Ehrlichkeit. Es braucht Mut. Und manchmal reichen 3 einfache Wörter. Ich bin bei dir. Oder 2 Wörter. Du fehlst. Oder 4 Wörter. Ich bin für dich da. Sprache der Liebe ist keine Frage der Perfektion. Es ist eine Frage des Herzens. Des Herzens, ja, immer. Und jetzt eure Hausaufgabe. Und heute ist sie besonders mutig. Schreibt uns in die Kommentare, auf Deutsch, nur einen, wie ihr jemandem sagen würdet, du bist mir wichtig, auf eure eigene Art, auf Deutsch. Es muss nicht perfekt sein. Es muss ehrlich sein. Das reicht vollkommen. Und wenn ihr gerade jemanden habt, dem ihr das sagen möchtet, vielleicht ist heute ein guter Tag dafür, in welcher Sprache auch immer. In welcher Sprache auch immer. Aber wir hoffen, auch auf Deutsch. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert Speak Deutsch Now, drückt auf die Glocke, damit ihr keine neue Episode verpasst. Und teilt den Podcast mit jemandem, der Deutsch lernt. Vielleicht mit jemandem, der gerade verliebt ist und nicht weiß, wie er es auf Deutsch sagen soll. Wir helfen. Das ist unser Job. Passt auf euch auf und passt auf die Menschen auf, die ihr liebt. Sagt ihnen, was ihr fühlt. Nicht morgen. Heute. Jetzt. Sagt es. Es ist wichtig. Wirklich wichtig. Bis zum nächsten Mal bei Speak Deutsch Now. Tschüss, ihr Lieben. Bis bald. Und denkt daran, Matteo und ich zusammen, Fehler sind Freunde. Auch in der Liebe. Besonders in der Liebe. Tschüss und auf Wiedersehen.